Die kleinste mikrobielle Zelle und der Mensch teilen unglaublich viele Gene noch miteinander. Der Bauplan ist sehr ähnlich und trotzdem entstehen so viele verschiedene Formen daraus. Mikroorganismen sind Kleinstlebewesen, die nur mit dem Mikroskop erkennbar sind. Ich beschäftige mich damit, wie Mikroorganismen aussehen, wie sie funktionieren, und dann versuche ich dieses Verständnis zu benutzen, um sie neu zu programmieren. Wir haben Henri Edmond Gross uns angesehen, und da ist es spannend dabei, dass es wie mit meiner Forschung ist. Es sieht erstmal ganz gekleckst aus, so ein kleiner Ausschnitt des Bildes. Man muss also weit weggehen, um dann die Gesamtheit zu erfassen. Und auch so ist es mit den Mikroorganismen. Das heißt, jeder Einzelne für sich ist ein kleiner Punkt, ein kleiner Klecks auf diesem Planeten, im Ökosystem Erde, aber zusammen machen sie eben den Planeten zu dem, was er wirklich ist. Die Skulptur ist im Prinzip eine Versinnbildlichung eines menschlichen Kopfes, der aus ganz einfachen Formen zusammengesetzt ist. Also im Prinzip wirklich nur 3 oder 4 Formen, die man in dieser Skulptur sieht. Unten ist der Kegel, dann haben wir hier oben die Kreise und dann noch das Dreieck, was daraus entsteht. Und so ist es auch mit der menschlichen Zelle oder mit der mikrobiellen Zelle. Es sind wenige Bestandteile, die neu geordnet werden, und daraus entsteht dann das Leben. Die mikrobiologische Zelle besteht aus Aminosäuren, Nukleinsäuren und Lipiden. Und das ist ja das Spannende tatsächlich, dass Leben aus ganz einfachen Grundformen aufgebaut ist. Aber wie all die zusammen dann diese Diversität hervorbringen, das ist immer noch ein großes Rätsel. Von den elementaren Bausteinen des Lebens, dieser DNA, kommen wir zu Max Ernst, der dieses Motiv für mich dann auch nochmal aufgreift, wo die Verbundenheit allen Lebens durch die gemeinsame Erbinformation darstellt. Es ist ein mystisches Werk insofern, als dass es mit dem Organischen spielt. Es zeigt uns Figuren, die wir aus dem echten Leben kennen, Pflanzen, aber die sind riesengroß erhöht und sind fast größer als dann dieser Menschenvogel, der da auftaucht. Der Menschenvogel ist auch wieder ein Bild, was familiär wirkt, aber gleichzeitig auch total entrückt ist, weil es eben spielt mit den Formen, die wir kennen aus der Natur, und die Formen neu zusammensetzt. In der Molekularbiologie machen wir das jetzt ganz konkret und noch viel konkreter, indem wir tatsächlich in den Bauplan von Lebewesen eingreifen können und dort dann Lebewesen mit neuen Eigenschaften erzeugen können. Das heißt, wir können zum Beispiel Pflanzen verbessern und sie erbringen größeren Ertrag. Oder wir können in Zukunft dann auch vielleicht künstliche Zellen einsetzen, die Menschen dann heilen und von Krebs befreien. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir eingreifen, was erschaffen wir hier? Erschaffen wir einen Traum oder erschaffen wir einen Albtraum? Und auch genau diese Fragen spiegeln sich in diesem Bild wider und soll uns vielleicht auch als Naturwissenschaftler daran erinnern, dass unsere Taten auch Konsequenzen haben können. Also ich bin experimenteller Forscher, ich betrete gern Neuland. Es war einfach spannend zu sehen, wie meine Wissenschaft in den Bildern reflektiert wird und wie die Bilder unsere Wissenschaft im Labor reflektieren.